And this is taken from this DVD series. You may have seen these on the back table. Das Ganze gibt es in Englisch, original, auf DVD. Gibt es auch hier hinten am Tisch, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich. This is a three-part series. Das ist eine dreiteilige Serie. All about how electronics are programming children's minds. Und es geht um die Frage oder Tatsache, wie Elektronik, wie die Technik heute die Gehirne unserer Kinder programmiert. You know, there are quite a few productions and a lot of information out there regarding the content of media. Und in Hinblick auf den Inhalt von Medien, gibt es einige Produktionen. And about how bad content we shouldn't be, what is all involved with bad content and how we shouldn't be watching that. There's plenty of information out there about that. Ja, also es gibt viel Information darüber, auf welche schlechte Art und Weise sich diese Dinge auswirken. So we're not really going to look at content. That's not the point of iChild. Und genau deshalb wollen wir uns das nicht ansehen. Der Content ist der Inhalt. We're going to look at the media itself. Nein, er will jetzt nicht fokussieren auf Schlechtigkeit der Medien, nur. Ja, wir wollen uns nicht darauf fokussieren, auf die negativen Auswirkungen der Medien, sondern den Bogen spannen. Yeah, we're just looking at media itself, how that's impacting the mind. Even forms of media that we think are good, like educational media. How does that affect children? Ja, also wir wollen uns grundsätzlich anschauen, wie die Medien arbeiten. Wir wollen uns auch die produktiven Medien, die es durchwegs gibt, es gibt bildende Medien, wollen wir uns ansehen und schauen, wie die sich auswirken. So let's start. They did a study. Lass uns beginnen mit einer Studie. Children spend more time with electronic media than they do in any other activity except sleeping. Die uns zeigt, abgesehen vom Schlafen verbringen Kinder mehr Zeit mit elektronischen Medien als mit anderen Aktivitäten. More than eating. Mehr als mit dem Essen. More than school. Mehr als in der Schule. More than playing outside. Und mehr als beim Spielen draußen und rein. More than character development. Mehr als mit der Entwicklung des Charakters. And this may be true for children. Und das mag zutreffen auf Kinder. Young people, on the other hand, are spending even more time than children are. Aber bei jungen Menschen ist das Ganze noch viel größer. Sie verbringen noch viel mehr Zeit. In fact, most young people spend more time in media than they do in sleeping. Tatsache ist, dass viele junge Menschen mehr Zeit mit Medien verbringen als mit dem Schlafen. The average in the US is 8 to 12 hours per day. Der Durchschnitt liegt bei 8 bis 12 Stunden pro Tag. With heavy users as high as 17 hours per day. Das geht bis zu 17 Stunden bei sehr starken Usern, Konsumenten. 75% of children have access to a smartphone. Und 75% der Kinder bis 8 Jahre haben Zugang zu einem Smartphone. And nearly 40% of children are using tablets. Und knapp 40% der Kinder benutzen Tablets. Now, I wasn't able to find the statistics for the hours spent in media for Austria. I couldn't seem to locate the statistics. Okay. Und es war mir nicht möglich, die Statistiken, die jetzt Österreich betreffen, hier herauszufinden. But I did find that 75% of people own a smartphone here in Austria. Aber was ich sehen konnte, war, dass 75% der Menschen hier in Österreich ein Smartphone besitzen. 90% of people watch television. 90% schauen fern. And 82% of people access the internet every day. Und 82% der Bevölkerung nutzen täglich das Internet. They even found in a study that infants, were spending 15% of infants were spending 4 or more hours a day in media. Weitere Studien haben ergeben, dass sogar Babys 4 bis 5 Stunden pro Tag, teilweise 4 bis 5 Stunden am Tag, die Medien benutzen. But we don't have to spend a lot of time on statistics to see the obvious. Wir wollen uns aber nicht zu lange mit Statistiken aufhalten, um das Naheliegende zu sehen. Media has taken this generation captive. Die Medien haben diese Generation gefangen genommen. You know, maybe you see these statistics and you say, oh, this doesn't apply to me because I don't use that much media.
Und du magst jetzt vielleicht denken, ich sehe diese Statistiken, aber auf mich trifft das nicht zu, weil ich die Medien nicht benutze. Maybe you say, oh, my children only use a half hour. Du magst vielleicht sagen, meine Kinder benutzen sie nur für eine halbe Stunde. Okay. What's the problem? Das muss die Batterie sein. Warum? Warum? Ist okay. Da ist nichts mehr. Sorry about it. Das geht nicht mehr. It's okay. dead. It's dead. The battery's dead. Aber jetzt war wieder was da. Ich lasse ja was nehmen. Alright, anyway, as I was saying, maybe you only use a half hour a day. Es mag sein, dass es bei euren Kindern anders ist und sie nur eine halbe Stunde am Tag die Medien benutzen. Even if that's all you use, you're using more than you would have 50 years ago. Und sogar wenn es so ist, dann ist es heute, dann benutzen sie heute mehr, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. We don't have to look at shocking statistics to know that children are growing up now in a different world than they would have 30, 40 years ago. Und wir brauchen uns keine schockierenden Statistiken darüber anschauen, um zu sehen, dass es halt definitiv anders ist, als es vor 34 Jahren der Fall war. So the question we need to ask is, how is it affecting them? Und die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wie ist das heute? I find it's interesting to me that never in history have we been so connected, supposedly. Und ich finde den Umstand sehr, sehr interessant, dass wir niemals zuvor in der Geschichte so verbunden waren. And yet our social lives are shallower than they've ever been. Daneben ist unser soziales Leben schlechter geworden. You know, children have never had so much to grab their attention. Und bei Kindern war es niemals zuvor so, dass etwas so sehr ihre Aufmerksamkeit eingenommen hat. But attention deficit disorders are rising. Aber Aufmerksamkeitsdefizitstörungen sind am Steigen. Eagerly we snap up the next and greatest gadget. Eagerly we grab the next gadget as they're invented, all this new technology. Okay. Wir sind heute schnell dabei, uns die neuesten Geräte zu schnappen, sobald sie angeboten werden. And we consider them a help and an advancement in our lives. Und wir gehen davon aus, dass sie uns eine Hilfe und einen Fortschritt bewirken in unserem Leben. We pass them on to our children. Wir geben sie an unsere Kinder weiter. We think that is the greatest advancement in babysitting technology. Und wir denken, dass es der größte Fortschritt ist hinsichtlich einer Babysitter, sie als Babysitter einzusetzen. And we just blindly assume that the technology companies must have assessed the effects. Und dabei nehmen wir auf naive Art und Weise an, dass die Hersteller dieser Produkte uns hier das richtige Werkzeug in die Hand geben. But have they? Aber haben sie das? Is there a cost? Ist da ein Preis dafür zu Are bezahlen? there reasons for concern? Gibt es irgendwelche Gründe, um sich Sorgen Are darüber there zu side machen? effects? Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? You know, when you go to the doctor and he prescribes a medicine to you, Wenn du heute zum Doktor gehst, dann bekommst du von ihm eine Medizin verschrieben. it's likely that that medicine has side effects. Und es ist im Grunde genommen immer so, dass es dabei Nebenwirkungen gibt. And you can say, but doctor, why are you giving this to me? It has side effects. Und du könntest jetzt den Doktor fragen oder ihn anklagen und fragen, warum hast du mir das gegeben, wenn es doch Nebenwirkungen mit sich bringt. Well, that's because it's assumed that the side effect is not as bad as the disease it's supposed to be curing, you know?
If he's giving you a medicine for cancer and it gives you a headache, then that outweighs. The benefits outweigh the cost. Und der Grund dafür ist, dass hier der argumentiert wird, dass im Normalfall der Nutzen einer Medizin diese Nebenwirkungen übertrifft. Du bekommst jetzt zum Beispiel für ein Mittel gegen Krebs, mag dir vielleicht Kopfschmerzen bereiten, aber das nehmen wir in Kauf. So let's just take a balanced approach here, and let's look at the cost and the benefit. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns jetzt gerne dem widmen und uns anschauen, was ist der Nutzen, was ist der Preis und der Nutzen. And I think we'll find that the reality is we've been very uninformed. Und wir werden dabei feststellen, die Realität ist, dass wir sehr uninformiert sind. In fact, the companies selling the electronics never tell us what it's actually doing to us. Und es ist eine Tatsache, dass die Hersteller dieser Produkte uns niemals sagen, welche Auswirkungen sie auf uns haben werden. Let's look at this from a perspective of scales. Und wir wollen uns das jetzt gerne anschauen in einer bildlichen Darstellung. Will we find that the benefits outweigh the damages? Werden wir dabei sehen, dass der Nutzen die Schäden oder den Schaden übersteigt? Or will we find that the damages are greater than the benefits? Oder wird sich zeigen, dass die Schäden größer oder schwerwiegender sind, als es der Nutzen ist? And we're going to spend a lot of time looking at some of the damages. Wir wollen jetzt nicht sehr viel Zeit damit verbringen, uns die Schäden anzusehen. But before we do, let's take a look at some of the benefits. Bevor wir das tun, wollen wir uns die Seite des Nutzens anschauen. I'd like to ask you, Und dabei möchte ich euch gerne fragen, what are benefits for children using media? welche Nutzen könnt ihr euch vorstellen, kann für Kinder bestehen, wenn sie die Medien nutzen? Whether you think it's true or not, what are some of the benefits often named? Ob ihr das jetzt glauben wollt oder nicht, welches sind die Nutzen, die uns öfter genannt werden? Information? Yeah. Emergency phone calls. Emergency phone calls. I like that. Notrufe? Instruction. So like educational value. Okay. Instruktion in Richtung Hilfe beim Lernen. Hilfe beim Lernen. There's the possibility to be connected with your parents all the time. Those are the two named most often: educational value and connectivity. Und genau das sind die zwei Aspekte, die uns immer genannt werden. Die Verbindung zu den Eltern und die educational value, der erzieherische Wert, der erzieherische Nutzen oder Wert. So let's look at a list here. We've already named educational value for literacy or numeracy. Wir wollen uns die Liste anschauen und das hatten wir schon. Hier ist der pädagogische Nutzen für Lesen und Rechnen. There's social benefits. Gibt es soziale Kompetenz. There's hand-eye coordination. Hand-Augen-Koordination. Creativity. Unterstützt Kreativität. Helps teach good values. Vermag gute Werte zu vermitteln. These are often named as benefits of media. Genau diese Punkte sind es, die uns oft als der Nutzen von Medien präsentiert wird. And we could argue about each one of these. Und wir können uns jetzt über alle diese unterhalten. But I'd like to ask a question. If these are benefits of media, ich möchte aber gerne eine Frage stellen, wenn das die Nutzen von der Medien sind, then how did children get these benefits before media was invented? Dann ist die gute Frage, wie sind Kinder früher, bevor es die Medien noch gab, zu diesen Nutzen gekommen? There must be other ways to get these same benefits. Da muss es noch andere Wege geben, um denselben Nutzen zu ernten. So let's take some time to consider some of the damages.
Und nun wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um uns mit den Schäden auseinanderzusetzen. Our first one is tech addictions. Die erste davon sind technologische Abhängigkeiten. Let me mention one point. Let me give a definition here. Und ich möchte euch gerne eine Definition geben. Lasst uns einen Punkt genauer anschauen. I use the word media a lot, or technology. Ich benutze die Wörter Technologie oder Medien sehr viel. What do we mean by that? Was meinen wir genau damit? Well, someone recently told me, well, the washing machine, that was technology. So hat mir jemand vor kurzem gesagt, die Waschmaschine, das war Technologie oder das ist Technologie. So what is media? Basically, I'm describing anything with a screen, any electronic device with a screen. Okay, so dann war die Frage, was ist Media? Was verstehe ich unter Medien? Und ich meine damit grundsätzlich jede Art von Elektronikgerät mit einem Bildschirm. So that's computers, that's television, smartphones, tablets, all those sort of things. Also Computer, Smartphone, Tablets, Fernseher, all diese Dinge. So tech addictions. Also technologische Abhängigkeiten. Media is unbelievably addicting, and we're just now learning how addicting it is. Wir sehen erst jetzt mit der Zeit, wie unglaublich abhängig machend Medien wirken. I'd like you to meet a little boy, his name is William. Und wir wollen uns jetzt einen kleinen Burschen anschauen, der William heißt. William is 4 years old. William ist 4 Jahre alt. And one morning, at 4 o'clock a.m., Und an einem Morgen um 4 Uhr in der Früh he came into his dad's bedroom, kam er ins Schlafzimmer seines Vaters he woke his dad up, und er weckte ihn auf and said, Daddy, I need the iPad. und er sagte, Papa, ich brauche das iPad. Need. Ich brauche es. Not want, need. Ich brauche es. Well, his dad took William, took him back to bed and said, no, what you need is to go back to sleep. Und sein Vater hat sich William geschnappt, hat ihn zurückgebracht in sein Schlafzimmer und hat gesagt, das, was du brauchst, das ist Schlaf. However, at 7 o'clock that morning, when Dad woke up, Und wie auch immer, um 7 Uhr in der Früh, als der Vater dann aufwachte, he noticed his iPad was missing. stellte er fest, dass sein iPad fehlte. And he went to the living room and found William playing games on the iPad. Und so ging er rüber zum Schlafzimmer von William, hat dort festgestellt, dass ein kleiner Junge am iPad spielen war. The battery level indicating he'd been playing games for 2 hours. Der Batteriestand auf dem Gerät hat ihm gezeigt, dass der kleine Junge gerade für 3 Stunden gespielt hatte. Now, this wasn't the first time that William had done such a thing. Und das war allerdings nicht das erste Mal, dass William so etwas getan hat. And his parents started thinking about William's actions. Und so haben seine Eltern begonnen, über diese Art Aktionen von William nachzudenken. And with some research, they decided that William had become an iPad addict. Und indem sie sich gewisse Forschung angeschaut haben, haben sie festgestellt, dass William ein Abhängiger geworden ist. Are you saying iPad addict? I've heard of drug addictions, I've heard of alcohol addictions, but iPad addictions? Also sie lasen da jetzt über iPad-Abhängige. Ja? Und sie fragten sich, okay, wir haben schon oft gehört über Drogenabhängige, aber iPad-abhängig? As crazy as it sounds, we actually have officially a new category of addictions. Und so verrückt das klingen mag, aber wir haben heute offiziell eine neue Kategorie für Abhängige. Addictions just as strong as any drug addictions. Und diese Abhängigkeiten sind genauso stark wie jede andere Abhängigkeit, wie Drogenabhängigkeiten. Tech addictions. Technologische Abhängigkeiten. An article was published recently titled, Toddlers are becoming so addicted to iPads they require therapy. Da gab es einen Artikel vor kurzem, dort steht, Kleinkinder entwickeln eine derartige Abhängigkeit von iPads, dass sie eine Therapie benötigen. Kinder mit 4 Jahren sind schon dermaßen abhängig von Smartphones, dass sie psychologische Betreuung brauchen. As young as 4. Schon mit 4 Jahren. Now these are not, this article came out of the UK. Dieser Artikel wurde in England veröffentlicht. And the
researcher, Dr. Richard Graham, Und der Forscher, Dr. Richard Graham, he began a technology addiction program about 3 years ago. begann mit 6 years ago. mit einer Behandlungsmethode bei technologischen Abhängigkeiten, ungefähr vor 6 Jahren. And he says these are not isolated cases. He said there are many addicts just like this. Und er sagte, dass das keine Einzelfälle waren, sondern dass es von diesen Abhängigkeiten sehr viele gibt. They did a study in South Korea. Und da kommt eine Studie aus Südkorea. Ja. Okay. Und sie besagt, dass ca. 160.000 südkoreanische Schüler im Alter zwischen 5 und 9 Jahren sind über Smartphones, Tablets oder PCs internetsüchtig. The Dr. Richard Graham, who's been researching this, he has found Und Dr. Richard Graham, der dies erforscht hat herausgefunden, that young technology addicts are experiencing the same withdrawal symptoms that alcoholics or heroin addicts are experiencing when the devices are taken away. dass junge Technologiesüchtige litten an ähnlichen Symptomen und Entzugserscheinungen wie Alkoholiker oder Heroinsüchtige, wenn ihnen ihre Geräte weggenommen wurden. Let me introduce you to Dr. Nicholas Kardaras. Wir wollen uns nun eine andere Persönlichkeit anschauen. Dr. Nicholas Kardaras is one of the best top addiction specialists in the world. Und dieser Doktor ist einer der großartigsten Spezialisten in Bezug auf technologische Abhängigkeiten auf dieser Welt. He's worked with many addiction cases at very high levels. Und er hat mit vielen solcher Abhängigkeiten gearbeitet, mit schweren Abhängigkeiten And now he started specializing in technology addictions. Und jetzt spezialisiert er sich auf technologische Abhängigkeiten. He wrote a book recently called Blow Kids. Und er hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel Glow Kids. Blow Kids, yeah. I'm sure you can get it here, probably Amazon or something. Und ich bin sicher, dass es hier über Amazon verfügbar ist. Here's a quote from this book. Und wir wollen uns nun ein Zitat aus diesem Buch anschauen. I've worked with hundreds of heroin addicts and crystal meth addicts. In diesem Buch steht, ich habe mit Hunderten von Heroin- und Crystal Meth-Abhängigen gearbeitet. And what I can say is it's easier to treat a heroin addict than a true street addict. Und was ich sagen kann, ist, dass es leichter ist, einen Heroinsüchtigen zu behandeln, als einen echten Bildschirmfreak. Easier to treat a heroin addict than a street addict. Es ist also einfacher, einen Heroinabhängigen zu behandeln, als einen als einen Technologieabhängigen. We don't allow children to use heroin. Well, we're not supposed to allow adults to use it anyway. Und wir erlauben unseren Kindern nicht, Heroin zu nehmen oder zu konsumieren, aber warum erlauben wir ihnen dann, von diesen Technologien abhängig zu werden? Why are we allowing the technology for the children if we don't allow something that toxic for them? Yeah, a substance. Warum erlauben wir diese Technologien für unsere Kinder, wenn wir ihnen solch giftige Substanzen nicht erlauben? But let's diagnose an addiction real quick here. Aber wir wollen uns kurz der Diagnose einer Abhängigkeit widmen. What sort of symptoms would we look for if we were to diagnose an addiction? Welche Art von Symptomen würden wir sehen, wenn wir uns eine Sucht solcher Art anschauen würden? Well, the first thing we look for was withdrawal symptoms. Also zuerst würden wir Symptome von Rückzug und Absonderung sehen. You take someone who's addicted to some kind of drug, you take them away from it, and they're going to have physical withdrawal symptoms. Maybe headaches, depression, or something like that. Mhm. Wenn wir uns nun jemanden hernehmen, der abhängig ist von Drogen, Substanzen, dann würden wir sehen, dass dieser Entzugserscheinungen zeigt, sobald wir sie ihm entziehen. If we take devices away from people, we find the same withdrawal symptoms. Wenn wir nun von Menschen Geräte wegnehmen, dann sehen wir exakt dieselben Symptome. And they did a study and they asked 1,000 college students.
Und es gab da eine weitere Studie, wo sie 1000 Studenten befragten. To go without their smartphones for 24 hours. Für 24 Stunden ohne ihre Smartphones rauszugehen. I'm amazed they found that many willing to give rid of their smartphones for 24 hours. Und es Maybe wundert, they paid them. No. und es wundert mich nicht, dass ich nicht sehr viele dass sich nicht sehr viele willige Personen dafür gefunden haben, die das eingehen wollen. They tested them at the end of 24 hours. Aber am Ende hatten sie doch einige, die sie nach 24 Stunden testen konnten. And they found actual anxiety and depression symptoms, physical symptoms in their bodies. Und bei denen stellten sie Symptome von Depression, von Furcht, von Depression und Furcht vor. So if we notice a child is anxious or irritable or sad when we're taking the device away, they may be nearing that addiction level. Wenn wir dann also feststellen, dass ein Kind, sobald wir ihm das Gerät wegnehmen, solche Symptome von eben Depression, schlechter Laune, wenn wir solche Symptome feststellen, dann dürfen wir dorthin schauen und uns Sorgen machen. Another symptom of an addiction is tolerance levels building. Und ein weiteres Symptom dafür ist die Bildung einer Toleranz. Where a drug addict needs stronger and stronger drugs to be satisfied. Und bei einem Drogenabhängigen ist das so, dass er immer ein immer größeres Maß an Drogen braucht, damit er seine Befriedigung findet. And we find the same thing with devices. A child maybe 5 minutes was okay, now they need 10 minutes, now they need a half hour, now they need 2 hours. Und dieselben Tendenzen sehen wir dann bei den Kindern mit ihren Geräten. Was mit 5 Minuten begonnen hat, muss sich dann auf 10 steigern, irgendwann auf 1 Stunde, 2 Stunden und das geht immer so weiter. So the child is always wanting more and more. There's another indicator of possible addiction. Wenn also ein Kind immer mehr davon verlangt, immer mehr davon braucht, dann ist auch das ein Hinweis auf eine technologische Abhängigkeit. A loss of interest in other activities. Weiter sehen wir den Verlust des Interesses an anderen Aktivitäten. A child who maybe they once loved playing soccer and running outside, now they just want to sit there and play with the device. Und das sehen wir dann daran, dass Kinder, die ursprünglich Gefallen und Spaß daran hatten, hinauszugehen, zu spielen, an der frischen Luft zu sein, haben jetzt kein anderes Interesse mehr, als vor ihrem Gerät zu sitzen. A lack of control. Ein Mangel an Kontrolle. Now this is the classic one. When we think of an addiction, we think, oh, they can't control their usage. Und hier haben wir den Klassiker der Symptome, wenn wir daran denken, dass sie die Kontrolle darüber verlieren, über das Maß ihrer Nutzung. And so, if we find somebody using a device and they just can't control their usage, there's an indicator of addiction. Und hier haben wir das ist eben unser nächster Hinweis, dass wenn wir sehen, dass hier kein rechtes Maß mehr besteht in der Nutzung, dann ist das unser weiterer Hinweis. Deception is another indicator. Täuschung ist ein anderer Indikator. Also denial. Auch ein Leugnen. Yeah, where, somebody who's addicted often will deny that they're addicted. They say, no, I'm not addicted, I can stop anytime. Ja. So sehen wir gerne, dass jemand, der eine Abhängigkeit besitzt, das abstreitet und nicht zugibt, dass er abhängig ist oder Hilfe braucht. So if we find children hiding their usage or saying, no, it's fine, I can use as much as I want, I'm not addicted, they may actually be addicted. Wir sehen also dann gerne, dass Kinder sich zurückziehen und es verstecken, ihre Geräte oder ihren Konsum verstecken und dass sie es abstreiten und dass sie abstreiten, ein Problem zu haben. A means of escaping reality. Es ist ein Mittel zur Realitätsflucht. I've seen this often, that a child who experiences a stressful situation, they want to retreat to just spending time with their device. Und ich habe das sehr oft gesehen, dass sobald ein Kind in eine Stresssituation gerät, ziehen sie sich gerne zurück, um Zeit vom Bildschirm zu verbringen. Losing opportunities.
Als nächstes haben wir einen Verlust an Chancen. For losing out on relationships, failing at school. These would be the definite indicators of an addiction. Wenn wir feststellen, dass unsere Kinder einen Verlust erleiden an Freundschaften und in der Schule schlecht abschneiden, dann mag das auch ein Indikator dafür sein, hier hinzusehen. So these are some symptoms of addiction. Wir sehen hier also einige Symptome für Abhängigkeiten. And I think they may be more common than we like to admit. Am I correct? Und die mögen heute öfter und häufiger vorkommen, als wir meinen würden. In fact, I questioned my own device usage when I was studying device addiction. Und meine Frage war, wie sieht es mit meiner eigenen Nutzung aus, während ich diese Thematik hier ausarbeite. This is a dangerous substance we're handling here. Wir haben hier eine gefährliche Sache in unserer Hand. And we need to be very careful with it. Which brings me to another point. Und wir müssen damit sorgsam umgehen, was uns zu einem weiteren Punkt führt. I assume that here in Austria, there's an age limit for drinking alcohol, right? An age that it becomes legal? Yeah. Ja. What is it? 16. Wow. Ich nehme also an, dass es hier in Österreich, ein Gesetz gibt, eine Altersgrenze gibt für den Konsum von Alkohol. Es ist also nicht zugelassen, dass dass junge Leute bis zum unter dem Alter von 16 Jahren Alkohol bekommen. Yeah, in the US it's 21. In den USA ist diese Altersgrenze 21. Now, there's a reason for that. There's a reason it's illegal under a certain age. Und dafür gibt es einen guten Grund, dass es illegal ist unter einer bestimmten Altersgrenze. I'm not saying it's okay after a certain age, but there's a reason it's illegal under a certain age. Ich sage auch, dass es nicht okay ist im späteren Alter, aber es gibt eine Grenze unterhalb einer es gibt eine Altersgrenze. The frontal lobe of the brain is responsible for making those decisions that will regulate our usage of something that may be addicting. Und wir haben unseren Frontallappen, der dafür zuständig ist in der Regulation oder in der Verhinderung solcher Abhängigkeiten. And children don't have that frontal lobe developed yet. That occurs in the late teenage years, in early 20s, that the frontal lobe is developing. Und bei Kindern ist dieser Frontallappen noch nicht entwickelt. Der entwickelt sich erst in den späteren Jahren der Jugend, in den 20er Jahren. So the reason there is an age limit for these addicting substances is they're hoping that when a young person reaches that age where the frontal lobe has developed well, they'll be able to regulate their usage. Und der Grund, warum wir hier eine Altersbegrenzung finden beim Thema Alkohol, ist, dass man weiß, dass dieser Frontallappen bis zum Alter von ungefähr 20 Jahren, der verhindern soll, dass eine solche Abhängigkeit besteht, dass der noch nicht entwickelt ist. So, if we have an age limit for addicting substances like alcohol, wir haben jetzt auf der einen Seite eine Altersbegrenzung für solch abhängig machende Substanzen wie Alkohol. should we not have an age limit for addicting substances like media? Sollten wir jetzt auch eine Altersbegrenzung haben für solche abhängig machenden, für die Medien, die gerne die Abhängigkeit führen? So let's look at what the current recommendations are. Wir wollen uns jetzt anschauen, was die aktuellen Empfehlungen sind. Considering the addicting power of technology, what do the scientists recommend about what age? Was sagt die Forschung dazu, was sagt die Forschung dazu und über Empfehlungen einer Altersbeschränkung, wenn wir uns diese Thematik jetzt anschauen? Well, that's a little hard to say because it depends on who you ask. Und das ist schwierig zu beantworten, weil es immer davon abhängig ist, wen wir darum fragen. And even scientific organizations are affected by the tech companies. Und das führt so weit, dass diese Forschungsinstitute beeinflusst sind von den Entwicklern. So if you go with the American Academy of Pediatrics, wenn wir uns jetzt die amerikanische Akademie
für die in der Kinderheilkunde, wenn wir diese befragen, they recommend 0 screen time until the age of 2. dann ist deren Empfehlung null Zeit vor dem Bildschirm bis zum Alter von 2 Jahren. Dr. Dimitri Kostakis at the Seattle Children's Hospital, he says age 3. Und Dr. Dimitri Kostakis sagt, keine Zeit keine Nutzung bis zum Alter von 3 Jahren. Other scientists say age 7. Andere Forscher sagen bis zum 7. Lebensjahr. Others say age 8. Andere sagen 8 Jahre. Recently, Dr. Chris Rowan, who's a pediatric occupational therapist, Und vor kurzem gab es diese Aussage eines medizinischen Ergotherapeuten für Kinder. eines Ergotherapeuten für Kinder, Dankeschön. Right? She published an article titled 10 Reasons Why Handheld Devices Should Be Banned for Children Under the Age of 12. Und diese Dame hat einen Artikel herausgebracht, wo sie schreibt, 10 Gründe dafür, warum man tragbare Geräte für Kinder unter 12 Jahren verbieten sollte. She's actually arguing that it should be illegal for a child to use a handheld electronic device under the age of 12. Und sie argumentiert so, dass es generell illegal sein sollte, dass man einem Kind unter 12 Jahren ein solch Gerät in die Hand gibt. Now, a lot of people said she went way too far, that she was crazy. Nun, die Meinung vieler Menschen ist die, dass diese Frau damit zu weit geht und dass sie verrückt sei. But she actually had some very good reasons. Let's look at a few of them. Aber wir wollen uns ein paar ganz gute Gründe anschauen, die sie hier nennt. She talked about rapid brain growth happening early in life. So spricht sie von einem schnellen Gehirnwachstum in den frühen Kinderjahren. We know that between the age of 0 and 2, an infant's brain triples in size. Und wir wissen, dass im Alter von 0 bis 3 Jahren das Gehirn eines Kindes sich in seinem Volumen oder in seiner Größe verdoppelt. An early brain Verdreifacht. Von 0 bis 2 Jahren verdreifacht. And early brain development is determined by the environmental input. Und diese frühe Entwicklung des Gehirns wird durch die Umwelt sehr beeinflusst. So at an age when a child should be doing things that are hands-on and three-dimensional, we put them in front of a screen, and that's going to be affecting their brain. Und in der Zeit, wo kleine Kinder ihre Welt erforschen sollten und greifbare Materialien zu benutzen, sitzen sie vor dem Gerät. And many scientists are telling us that media can actually be overstimulating. Und viele Forscher sagen uns, dass dieser Gebrauch oder dass die Medien sehr oft zu einer Überstimulation führen. Meaning that it's giving the brain too much information and too much stimulation. Was bedeutet, dass das Gehirn mit zu viel Information überfordert wird. We also know that the areas in the brain that help with spirituality Und wir wissen auch, dass die Areale im Gehirn, die für unsere Spiritualität notwendig sind, with cause to effect reasoning, und dann im Zusammenhang und dafür zuständig sind, einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen, with emotion, mit Emotionen, relationships, mit Beziehungen, behavior management, mit Verhaltensmanagement, language, Sprache, memory, Gedächtnis, moral understanding, moralisches Urteilsvermögen, conscience development, Gewissen, character. Charakter. All of these things, the foundation is laid in the first 7 years of a child's life. Bei all diesen Dingen liegt das Fundament in den ersten 7 Jahren im Leben eines Kindes. So at a time when we should be focusing on developing these areas, In einer Zeit also, wo wir uns darauf konzentrieren sollten, dass wir genau diese Bereiche hier fördern oder entwickeln, we let media do the babysitting. dann setzen wir unsere Kinder vor dem Babysitter, dem Fernsehen, den Medien. Another factor that this researcher, Dr. Rowan, named was delayed development. Ein anderer Faktor, der hier genannt wird, ist verzögerte Entwicklung.
Statistics show that 1 in 3 children now enter school developmentally delayed in some way. 1 in 3. Und eine in 3 Studien zeigen uns heute, eines von 3 Kindern zeigen uns heute, eine andere Studie zeigt uns heute, dass eines von 3 Kindern, There's 30%, 30% yeah, there's 30% of children enter school developmentally delayed. They're already delayed in development. Kommen im Eintreten in die Schule bereits mit Defiziten in die Schule. Part of the reason for that is a lack of exercise and movement, whole body activity. Und ein Grund dafür ist ein Mangel an körperlicher Aktivität. Movement is absolutely critical for proper development. Bewegung ist essentiell für eine richtige Entwicklung. And you're not getting much exercise doing this. Und hierbei bekommen wir nicht sehr viel Bewegung. Screen time is taking that time away that children should be spending getting exercise. Diese Zeit, die mit den Medien verbracht wird, sie stiehlt uns eigentlich die Zeit, die wir in Bewegung verbringen sollten. Obesity was another factor. Fettleibigkeit war ein weiterer Faktor. Now, people often associate obesity with a lack of activity, and they think that if children are on technology, they're not getting enough exercise. And they think that's the cause for the obesity. Und bei der Fettleibigkeit ist es oftmals so, dass Eltern denken, dass es damit zusammenhängt, dass die Kinder die Zeit vor den Medien verbringen. But we've actually found that media, und aus diesem Grund keine Bewegung, einen Mangel an Bewegung erleiden. but we've actually found that the media tends to cause obesity even or separate from the amount of exercise a child is getting. Es hat sich aber viel mehr gezeigt, es hat sich aber gezeigt, can you finish? Sure. Repeat it. So they found that even if a child is getting a lot of exercise, Es hat sich also gezeigt, auch wenn ein Kind jede Menge ausreichend Bewegung bekommt, the more time they spend on media, the higher the rates of obesity. Dass je mehr Zeit sie vor den Medien verbracht haben, umso höher diese Neigung zur Fettleibigkeit. They did a study and they combined the results from 173 different studies. Und es gab jetzt eine Studie, in deren sie die Ergebnisse von 170 Studien zusammenfassten. And they found Und sie fanden heraus, dass 86% der Studien stellten eine statistisch signifikante Beziehung zwischen zunehmendem Mediengebrauch und einem Anstieg an Fettleibigkeit in der Kindheit fest. They also found Weiterhin war zu sehen, der Gebrauch von Bildschirmen wird mit dem metabolischen Syndrom bei Jugendlichen in Zusammenhang gebracht und das unabhängig von körperlicher Aktivität. so it didn't matter how much activity they were getting. Es spielt jetzt keine Rolle, wie viel Bewegung sie gemacht haben. The screen time was causing metabolic syndrome, which is very connected to obesity. Vielmehr hat sich gezeigt, dass die Zeit, die vom Fernseher verbracht wurde oder vor den Geräten verbracht wurde, diese Fettleibigkeit verursacht hat. Sleep deprivation. Weiter geht es mit Schlafentzug. Now this almost goes without saying. Dazu müssen wir nicht viel sagen. But let me tell you a couple of statistics. Aber wir wollen uns auch hier ein paar Studien anschauen. A study found that 75% of children are allowed technology in their bedrooms. In einer Studie lesen wir, dass 75% der Kinder, dass es ihnen erlaubt ist, in ihrem Kinderzimmer ein technisches Gerät zu haben. Also, 75%, the same percentage, are sleep deprived, chronically. Und genauso viele, nämlich 75% von ihnen haben Schlafstörungen. I wonder if there's a connection.
Und ich wundere mich, ich frage mich, ob es hier eine Verbindung geben würde. Mental illness. Als nächstes haben wir mentale Störungen. They found that watching, Und hier lesen wir, dass Fernsehen oder Computerspielen für mehr als 2 Stunden pro Tag stehen im Zusammenhang mit größeren psychologischen Schwierigkeiten, unabhängig davon, wie aktiv Kinder sind. aggression, Aggression, attention deficit disorders. ADHS oder Hyperaktivitätsstörung. There are very clear connections with attention deficit disorders and media use. Es gibt hier ganz eindeutige Verbindungen zwischen diesen Hyperaktivitätsstörungen und dem Gebrauch der Medien. Read the next slide. Studien belegen eindeutig eine Verbindung zwischen dem Fernsehen und dem Auftreten von Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit ADHS. Sowohl Fernsehen als auch Computerspielen führt vermehrt zu Aufmerksamkeitsstörungen in der Kindheit. Let's skip that one. Go to addictions. Weiter geht es mit Abhängigkeiten. We've already seen how true that is. Wir haben schon gesehen, wie wahr das ist. And radiation emission. Und dann kommen wir noch zur Strahlenbelastung. And the World Health Organization has classified cell phones as a carcinogen. Und die WHO hat Mobiltelefone als stuft sie als Krebserreger ein. Meaning that it is a cancer risk. Was bedeutet, dass sie ein Risiko für Entwicklung von Krebs darstellen. And they believe that children may be even more sensitive to this than adults. Und ihre Meinung ist, dass Kinder hier noch viel sensibler darauf reagieren als Erwachsene. So these are the reasons given why children shouldn't be allowed technology before the age of 12. Und das sind nun die Punkte, die hier aufgeführt werden, um diese Altersbegrenzung von 12 Jahren festzusetzen. There's very good reasons. Es sind doch gute Gründe. Let's see some more though. Wir wollen uns aber noch ein paar anschauen. How's our scale looking right now? Wie sieht es nun aus auf unserer Waage? Tipping toward damages, eh? Hier gibt es sehr viele Schäden. Now, let's consider some health risks. Wir wollen uns jetzt mit Gesundheitsrisiken auseinandersetzen. Again, they did a study where they combined 173 studies. Und es gab da jetzt, ja noch einmal, da war diese Studie, sie hat 173 different studies, they combined the results. Ja, All of them. okay. In einer Studie wurden 173 Studien zusammengefasst. And they found clear connections between media use and poor health. Und hier wurde ganz eindeutig Verbindungen hergestellt zwischen dem Gebrauch von Medien und einem schlechten Gesundheitszustand. Next one. Next one? Ja. 85% There you go. der Studien bezeugten eine statistisch signifikante Beziehung zwischen erhöhtem Medienkonsum und einem Anstieg kindlicher Fettleibigkeit. So there's obesity. Wir haben hier die Fettleibigkeit. Next one. 88% zeigten eine statistisch signifikante Verbindung zwischen erhöhtem Medien- und einem gesteigerten Tabakkonsum. Smoking. Wir haben hier das Rauchen. Next. Alcohol use. You don't have to read it. 80% found a connection to alcohol use. Bei 80% war hier die Verbindung zum Alkoholkonsum. 93% found a connection with earlier sexual activity. 93% zeigten einen Anstieg von früher sexueller Aktivität. 65% found a connection to low academic achievement. Bei 65% sahen wir niedrige schulische Leistungen. 69% found a connection to attention deficit disorders. Und 69% zeigten eine Verbindung zu Aufmerksamkeitsstörungen. Let's think about this list here. Wir wollen uns Clear connections. Now this is a really big deal. This is a massive research project. Das ist hier eine große Sache und Forschungsprojekt, ein ganz Very big research. also wir haben hier ein wirklich großes Forschungsprojekt. And this came from, in case you want to look it up, this is from Common Sense Media. It's a study called Systematic Review of Media and Child and Adolescent Health. Ja, hier für diese Studie. And they found connections with childhood obesity,
Und hier fanden sie Verbindungen zur kindlichen Fettleibigkeit, tobacco use, Rauchen, drug use, Drogenmissbrauch, alcohol use, Alkoholkonsum, lower academic achievement, niedriges schulisches Leistungsniveau, sexual behavior, Sexualverhalten, attention deficit disorders, Aufmerksamkeitsdefizit hyperactivity. und Hyperaktivität. Our fourth point, Unser vierter Punkt, eye damage. Augenschäden. Let me describe a little bit of the eye. Go to, oh, sorry, go to next. There we go. Okay. So this is a diagram of the eye. Wir haben hier nur eine sichtliche Darstellung des Auges. And in early childhood, the eye is particularly sensitive to damage. Und speziell in den ersten Jahren ist das Auge sehr sensibel auf Schäden. The outer layers of the eyeball are very soft in early childhood. Und diese äußere Wand, des Auges ist speziell in der Kindheit sehr, sehr weich. And because of this, too much close-up work can cause eye damage in childhood. Und genau aus diesem Grund ist es so, dass zu viel zu nahe, close-up work, dass Dinge, die zu nahe ans Gesicht oder an die Augen herangehalten werden, können hier diesen Schaden verursachen. So when we look into the distance, our eyes are at rest. Und nun ist es so, dass wenn wir in die Ferne schauen, wenn wir in die Ferne sehen, sind unsere Augen entlastet oder entspannt. When we focus on something up close, Wenn wir nun aber hier etwas ganz nahe anschauen, these muscles have to pull on the lens, dann ziehen diese Muskeln an der Linse and they also pull on their attachment points in the outer layers of the eyeball. und sie drücken außerdem an diese äußere Schicht des Auges. And they can reach a point if they're doing too much close-up work. Und sie können hier einen Punkt erreichen, wenn das zu weit geht. And it's called a chronic spasm. It's where they're contracted and they don't relax. Was zu einer chronischen Spasmus Ja. And that's führen kann. the point at which we become or start becoming nearsighted. Und genau das ist der Punkt, an dem sich eine Kurzsichtigkeit zeigt und entwickelt. Over time, it becomes stretching the outer layers of the eyeball, and then we have a permanently distorted eyeball, and we have even worse than what we have. Und mit der Zeit verschlimmert sich dieser Zustand bis zu dieser Myopie. The rate of nearsightedness in the US has increased 66% since the 1970s. Die Kurzsichtigkeit in den USA erhöhte sich seit den 1970er Jahren um 66%. Now, I used this quote here because I found it interesting, the date. It was the 1970s. Und was ich hier bei in diesem Zitat speziell interessant finde, sind die 1970er Jahre. It was in the 1970s. Es war nämlich genau in diesen 1970er Jahren, In the US, dass in den USA, that we started having television in the home. dass dort das Fernsehen Einzug gehalten hat. So part of the reason is it being close up, as we've just discussed. Und ein Grund dafür ist eben die Nähe. Another part of the reason is the less time spent outdoors. Und ein anderer Grund dafür ist aber die Zeit, die weniger im Freien verbracht wird. Und Kinder, die weniger Zeit mit Spielen im Freien verbrachten, hatten ein größeres Risiko, Kurzsichtigkeit zu entwickeln. So kids are getting less time outdoors as they spend more time in media. Kinder bekommen jetzt weniger Zeit im Freien draußen, weil sie sich vor den Medien befinden. There's also something known as blue light. Es gibt da außerdem etwas, was als blaues Licht bekannt ist. It's not just that the screens are up close and that they're not outdoors. There's another factor. Und so ist es sind nicht die einzigen Gründe dafür, dass wir hier zu nahe an dem Bildschirm sitzen oder zu wenig draußen sind. Es gibt noch weitere Faktoren. Light exists on a spectrum. There we go. Im Licht, das Licht setzt sich aus verschiedenen Spektren zusammen. At this end of the spectrum, we have red light.
Und an diesem Ende hier haben wir rotes Licht. The wavelength is quite long, Hier ist die Wellenlänge sehr lang. and the energy is low. Long wavelength, low energy. Und die Energie dahinter ist niedrig. Wir haben also As längere Wellen haben weniger Energie. längere Wellen, haben wenig Energie. Wenig Energie. As we move across to our left, across the spectrum, Je weiter es in unserem Spektrum nun nach links geht, the wavelengths get shorter and the energy of the light gets increased. wird die Wellenlänge länger, wird die Wellenlänge kürzer. Und die Energie, The energy goes up. und die Energie wird höher. Yeah. So that as we get to this side, we have blue and then comes violet. Actually, blue, indigo, violet. Wenn wir jetzt also rüber auf die Seite gehen, dann geht es von Blau ins Violett. Does anyone know what the light is called past the visible spectrum? Over here. Weiß irgendjemand, wie das Licht genannt wird, das sich außerhalb dieses Spektrums Do you know what it's called out here? befindet? What is it? Darkness. Oh, darkness. No, not quite. Ultraviolet. Yeah, we Das get, ist ultraviolettes Licht. we see the results of that whenever we get a sunburn. It's very high energy light. Und die Resultate daraus sehen wir immer dann, wenn wir einen Sonnenbrand bekommen. Die hat das mit hoher Energie zu tun. Now, blue light itself is not all that bad, Blaues Licht an sich ist jetzt nicht so schlimm, but too much of it definitely is. aber zu viel davon ist es definitiv. And screens are full of blue light. Und diese Bildschirme sind voll von blauem Licht. It's the nature of how they're made, it's how they are illuminated. So sind sie geschaffen. Das ist ihre Natur. In fact, we find that the light from our devices is short wavelength enriched. Das von diesen Geräten ausgehende Licht ist reich an kurzen Wellenlängen, was eine höhere Konzentration von blauem Licht bedeutet im Vergleich zu natürlichem Licht. It's just the nature of screen. You may say, well, what if I'm looking at something that's not blue on a screen? Das ist nun einfach die Natur der Sache und du fragst dich jetzt vielleicht, was ist in dem Fall, wenn ich auf etwas schaue, das hier im Bildschirm nicht blau ist? Are you still getting blue light? Yes. Bedeutet das trotzdem, dass ich immer noch blaues Licht abbekomme? Ja, das Yeah, ist. it's just how the screen is illuminated. Das ist einfach die Art und Weise, wie der Bildschirm beleuchtet wird. And the problem is this. If we go back to let's go back to our visible spectrum. Und das Problem dabei ist folgendes. Our eyes have natural filters in them. Unsere Augen haben natürliche Filter eingebaut. They remove about 98 to 99% of the blue light that the ultraviolet light that we experience outdoors. Und diese Filter absorbieren ungefähr 98, 98 okay, 98 bis 99% des ultravioletten Lichtes wird hier absorbiert. And, you know, God did not create Adam and Eve in the garden and put sunglasses on them. Und wie wir wissen oder glauben, hat Gott Adam und Eva nicht mit Sonnenbrillen auf den Augen in den Garten Eden gesetzt. No, he put natural filters in the eye that remove most of the ultraviolet light because that would be very damaging to our eyes. Nein, er hat diese Filter in unsere Augen eingebaut, damit dieses ultraviolette Licht herausnehmen, absorbieren. Sonst wäre das sehr schädigend für unsere Augen. But of course, our eyes are not going to filter the light that's within the visible spectrum. We need to see that. Aber unsere Augen werden jetzt natürlich nicht dieses sichtbare Spektrum herausholen. Das ist es, was wir brauchen, und das müssen wir ja sehen. But when we have a screen that has a high concentration of this high energy light, we start to have problems. Wenn wir jetzt aber einen Bildschirm haben, der eine hohe Konzentration an diesem blauen Licht abgibt, dann schafft das Probleme. What happens? Was jetzt nun passiert? Blaues Licht durchdringt das gesamte Auge bis zur Netzhaut an der Rückseite des Auges. Because it bypasses the filters, the eye's ultraviolet filters are not cutting it out. Das liegt daran, weil nun die Filter
die Filter des Auges das ultraviolette Licht nicht hinausbringen. Und hier lesen wir, blaues Licht durchdringt das Auge bis zur Netzhaut an der Augenrückseite. Laborversuche haben gezeigt, dass ein Übermaß an blauem Licht die lichtintensiven Zellen in der Netzhaut schädigen kann. Das verursacht Veränderungen, die einer Makuladegeneration ähneln und zu einem permanenten Sehverlust führen können. Macular degeneration is not treatable according to eye doctors right now. There's nothing we can do. Well, there's a few things we can do, but basically it's a permanent eye problem. Makuladegeneration ist dem heutigen Stand der Medizin nach nicht zu behandeln oder nicht wieder rückgängig zu machen, sondern vielmehr ein permanentes Problem. Now, of course, if we bring it up close to the eyes, that's going to make it even worse. Yeah, so this is obviously not going to help anything. Und was wir hier sehen, wird uns keinesfalls nützen, denn je näher wir diese Dinge an unsere Augen heranbringen, umso schädlicher. Okay, let's go to the slide and we go back. I want to make something clear here. Ich möchte hier eines klarstellen. Not all blue light is bad. Nicht jedes blaue Licht ist schlecht. In fact, sunlight has a lot of blue light in it. Es ist eine Tatsache, dass wir im Sonnenlicht, das Sonnenlicht blaues Licht enthält. And this type of light helps us with being alert. It helps improve our mood. It helps us learn. It helps us remember things. Und diese Art von Licht hilft uns dabei, wachsam zu sein. It helps us. With our mood, improves mood. Mit unserer Stimmung. Helps us pay attention. Helps us be alert. Hilft uns mit der Aufmerksamkeit. Helps us learn. Hilft uns beim Lernen. Helps us remember things. Und hilft uns dabei, Dinge mit der Erinnerung, uns Dinge zu merken. But most importantly, the blue light is important for maintaining the body's circadian rhythm. Aber noch viel wichtiger ist, dass dieses blaue Licht uns dabei hilft, unseren den zirkadianen Rhythmus zu steuern. And yet here we see another problem. Und genau hier sehen wir das nächste Problem. Imagine, you get up in the morning, Wir stellen uns vor, du stehst auf in der Früh, you go outside, it's bright sunshine. du gehst hinaus und es ist helles Sonnenlicht. All that blue light that's in the sunshine is telling your body, time to wake up. Und all das Blaulicht, das sich jetzt im Sonnenlicht befindet, sagt dir, es ist Zeit aufzuwachen. What happens though if you lay in bed, you're going to sleep, Was passiert aber nun, wenn du im Bett liegst und du gehst zum Schlafen and you spend an hour on your smartphone? und du verbringst nur eine Stunde vor deinem Smartphone? Your body says, oh, blue light, time to wake up. Dann sagt unser Körper, da ist blaues Licht, es ist Zeit aufzuwachen. And people who spend time on their device before they go to bed often notice that they don't sleep as well. Und so ist es, dass Menschen, die oft vor dem Schlafen gehen, ihre Geräte benutzen, feststellen, dass sie nicht so gut, dass sie keinen guten Schlaf haben. But even if they don't notice, the studies show that it will negatively impact the sleep cycles. Yeah. Aber selbst wenn sollten sie das nicht selbst bei sich feststellen, zeigen Studien, dass es ganz eindeutig diese Folgen nach sich zieht. So go back to slides. Next one. There we go. Okay. Okay. Hier sehen wir, dass späte Melatoninproduktion, ausgelöst durch blaues Licht in der Nacht, verursacht viel mehr Probleme als nur Schlafstörungen. Von Diabetes und bestimmten Arten von Krebs bis hin zu Lupus und Migräne. Augenärzte stellen auch eine hohe Belastung für die Netzhaut bei jungen Menschen fest, was zu einem frühen Auftreten einer Makuladegeneration führen könnte. So the blue light that we experience on the screen is impacting melatonin production, and you just heard the list of problems resulting from that. Dieses Melatonin, von dem wir jetzt gehört haben, dieses blaue Licht, von dem wir jetzt hier lesen, beeinflusst den Melatoninpegel, der wiederum zuständig ist für unser Einschlafen. Let me go. Next. Next one. Oh, forward.
Blaues Licht hat mehr negativen Einfluss auf eine Ausschüttung des schlafauslösenden Hormons Melatonin als alle anderen Wellenlängen. There's a powerful connection between the light coming from the screen and melatonin, which affects sleep a lot. Es gibt hier eine ganz klare Verbindung zwischen diesem blauen Licht und dem Einfluss auf das Melatonin, der sich wieder auf unser Schlafverhalten, das wieder auswirkt auf unser Schlafverhalten. Gesunde Schlafphasen und vor allem der Tiefschlaf sind abhängig von normalisierten zirkadianen Rhythmen und adäquater Melatoninausschüttung, welche sowohl durch Bildschirme wie auch durch menschengemachte EMK oder elektromotorische Kräfte unterdrückt wird. Tiefschlaf ist für kritisches Denken, geistige Konzentration, Gedächtnis und Stimmung essentiell. And we also find that the sleep patterns are very influential with attention disorders. Und wir sehen auch, dass diese Probleme mit dem Schlafen, mit den Aufmerksamkeitsstörungen Hand in Hand gehen. They've also done studies with people who read off of a device versus reading off of a book. Es gibt weiter Studien, wo untersucht wird, wo Menschen untersucht werden, die von den Geräten herablesen und anderen, die aus Büchern lesen. And of course they find if they read before they go to bed, it affects their sleep. Und wieder hat sich hier herausgestellt, dass wenn sie vor dem Schlafengehen lesen, dann beeinflusst das ihren Schlaf. They also find that people that read out of the actual book have better comprehension and retention than off of the screen. Someone help me? Sie also found that, es hat sich außerdem gezeigt, dass Menschen, die aus Büchern lesen, have better comprehension and retention. So they understand it better and they remember it longer. die verstehen es besser und merken sich den Inhalt besser daraus. Point number 5, Punkt Nummer 5. interactive media. Interaktive Medien. Now people often say, well, I understand that just sitting and watching something, that's bad. But what about if you're interacting with it? Doesn't that make it better? Und so sagen viele Leute heute, okay, wenn ich jetzt vor dem Bildschirm sitze und mir etwas ansehe, dann mag mich das negativ beeinflussen. Aber was, wenn ich mich jetzt auf interaktive Weise einbringe? Well, an article was recently published titled, Interactive Screen Time is Worse Than TV. Und dazu gab es auch eine Studie, die besagt, interaktive Bildschirmnutzung ist schädlicher als das Fernsehen. Now that got my attention. Und das hat jetzt meine Aufmerksamkeit auf sich I gezogen. mean, we know all about how bad television is. Denn wir wissen alle, wie schlecht Fernsehen ist. And here this person is saying that interactive screen time is worse than television. Und hier gibt es eine Person, die sagt, aber interaktive Bildschirmnutzung ist noch schädlicher als das Fernsehen. This comes from Dr. Victoria Dunkley. She's a pediatric psychiatrist. Und als nächstes haben wir eine Doktorin für Kinderpsychiatrie. And she's done some studies, and she would have treatment programs for children who had psychological disorders. Und sie machte einige Studien mit Kindern, die psychologische Probleme hatten. And she found, back in the day when it was just television, Und sie fand heraus, dass in früherer Zeit, als es nur das Fernsehen gab, she would take the television away, and a lot of times the psychological problem would disappear. dann hätte sie einfach nur den Fernseher weggenommen und der Großteil von diesen psychologischen Problemen wäre damit erledigt gewesen. But now she's finding that she has to remove all the forms of interactive media now that those have been invented. Aber jetzt findet sie heraus, dass sie all die Formen dieser interaktiven Medien wegnehmen muss. And she found that, Und sie hat nun herausgefunden, dass wenn außerhalb der Schulzeit auch nur ein kleiner Teil an interaktiver Medienzeit bestehen blieb, führte eine Intervention nicht zum gewünschten Erfolg. the intervention is speaking of her treatment program to correct a psychological disorder that the child was having. Und diese Intervention spricht von einer, It's like she's treating a psychological problem.
that was the intervention. Die Intervention war die Behandlung eines Behandlung. dieser psychologischen Probleme, das Behandlungsprogramm. And if the child was experiencing even a small amount of interactive screen time, her Und wenn das- treatment would not work. Und wenn das Kind nur nur wenig Zeit dieser interaktiven Medien benutzte, dann wäre ihre Arbeit nicht erfolgreich gewesen. Klinische Beobachtungen hunderter Patienten zeigten folgendes Bild. Ein überstimuliertes, impulsives und hypererregtes Kind, quasi eingeschaltet an den Bildschirmen, die dramatischen Veränderungen in Stimmung, Konzentration und Fähigkeit für Mitgefühl, sogar wenn TV erlaubt war, wenn ausgeschaltet, daher weg von seinen Geräten war, und die Rückschritte, die sich einstellten, sobald ihm Handy und Co. wieder ausgehändigt wurden. Notice she says, even if she allowed TV, Sie sagt hier nun also, wenn sie auch das Fernsehen erlaubte, it was the interactive forms of media that were affecting the child more. dann waren es die interaktiven Medien, die das Kind mehr beeinflussten. Next one is even more scary. Als nächstes sehen wir etwas noch Erschreckenderes. Schon 30 Minuten Zeit mit dem Computer oder Computerspielen verursachten einen gestörten Schlaf und Müdigkeit während des Tages, wofür vergleichsweise 2 Stunden oder mehr Fernsehen nötig waren, um ähnliche Effekte zu erzielen. Now that disturbed sleep is very connected with an attention deficit disorders. Und dieser gestörte Schlaf steht ganz und gar in Verbindung mit diesen Aufmerksamkeitsstörungen. So she's basically saying here Sie sagt hier nun, that you had to watch television for 2 hours du verbringst jetzt entweder 2 Stunden mit dem Fernsehen, to get the same bad effects that computer use or gaming would cause. um dieselben schlechten Effekte zu erzielen, die das Computerspiel nach sich ziehen würden. It was as if the interactive forms of media were like 4 times worse than television. Und dabei zeigte sich, dass diese interaktiven Medien gleich 4-mal so stark waren wie das Fernsehen. Und der interaktive Charakter dieser Medien führt zu einer Überstimulation des Nervensystems. So, the very interactiveness, Dieser interaktive Charakter, that's the part we usually think is good. von dem wir normalerweise denken, dass er gut ist. She's saying that's the bad part. Von dem sagt sie, dass das Schlechte ist. Ganz speziell der sich in Entwicklung befindlichen über die sensorischen und zirkadianen Reaktionen und die psychische und physiologische Überregung. Wird diese ständige Erregung und Anspannung chronisch, dann wird das letztendlich das Nervensystem schädigen. Causing damage to the nervous system. This is serious. Wir haben hier das ist ernst, wir haben hier wir erleiden hier einen Schaden am Nervensystem. Now, when I talk about media, a lot of times parents will come to me and say, yeah, I'm gonna cut back a little on my child's media use. Und wenn ich nun heute über die Medien spreche, dann kommt es oftmals vor, dass Eltern zu mir kommen und sagen, weißt du, ich werde das reduzieren. Now, they're using some, but I'm gonna make it so they use less. Und sie wissen genau, dass ihre Kinder hier einiges konsumieren und sie sagen dann, wir werden das limitieren. Notice what she says next to you, though. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, was diese Dame dazu sagt. Eine bloße Einschränkung des Konsums ist oftmals nicht genug, um diesen schlimmen, nicht enden wollenden Zyklus zu unterbrechen. Just moderating it, just limiting it is not going to fix the problem, she says. Einfach das Ganze nur zu limitieren, behält nicht das Problem, sagt sie. I'd like to spend a couple of minutes here on a rather famous researcher, Dr. Jane Healy. Wir wollen uns nun einige Minuten auseinandersetzen mit einer anderen berühmten Forscherin namens Dr. Jane Healy. She's done extensive research over many years of the impact of media on children. Und sie hat sehr äußerst umfangreiche Studien gemacht zu dem Thema des Medienkonsums der Kinder. I'd like to just mention 8 particular factors that she has named with children's media use. Ich möchte hier heute 8 ganz spezifische Punkte aufführen zu diesem Thema. She says that it overstimulates children. So sagt sie, dass Kinder überstimuliert und es führt zu passivem Rückzug. Overstimulation
Überstimulation. Media itself is overstimulating. Medien an sich sind überstimulierend. And what kind of symptoms would we find from overstimulation? Und welche Art von Symptomen werden wir finden bei einer Überstimulation? We find stress, Da finden wir Stress, overactivity, Überaktivität, frustration, Frustration and irritability. und Reizbarkeit. I mean, anyone who works with children has seen this. Und jedermann, der mit Kindern arbeitet, kann das sehen, hat das gesehen. Often, this is because they're overstimulated. Und sehr oft ist es deshalb, weil sie überstimuliert sind. And this is why a lot of researchers, when they have a child experiencing problems, they take the media away and the problems go away. Und deshalb ist es oft so, dass wenn hier Forscher feststellen, dass es ein Problem, dass ein Kind Probleme hat mit den Medien, dann nehmen sie weg und das Problem ist beseitigt. Secondly, it causes attention and listening problems. Weiters verursacht es Aufmerksamkeits- und Hörprobleme. It emphasizes skills which do not transfer well to reading or listening. Es betont Fertigkeiten, die für das Lesen und Hören nicht förderlich sind. And it requires less mental effort than reading. Es erfordert weniger geistige Anstrengung als Lesen. You know, if you want your children to enjoy eating vegetables, Und wenn ihr nun wünscht, dass euer Kind Gefallen und Appetit findet an Gemüse, you don't want to feed them cake all the time. Am I right? dann werdet ihr sie nicht die ganze Zeit mit Kuchen füttern, richtig? So it's the same here. If we give them a diet of easy media, Und so ist dasselbe hier, wenn wir sie auf eine Diät setzen mit einfachen Medien, pretty soon they're not going to want the more difficult diet of study and reading. dann wird es nicht lange dauern, bis sie die schwierigere Diät des Lesens oder Lernens, dass sie daran Gefallen finden werden. It shortens the time children are willing to spend on intellectual problems. Es verkürzt die Zeit, die Kinder bereit sind, sich mit der Lösung intellektueller Fragestellungen auseinanderzusetzen. It artificially manipulates the brain into paying attention. Es manipuliert auf eine künstliche Art und Weise, das Gehirn aufmerksam zu sein, indem es mit Hilfe visueller und auditiver Veränderungen sich über die natürlichen Abwehrmechanismen des Gehirns hinwegsetzt, was sich Salienz nennt. Ja. So, let me explain this one for a moment. Ich möchte das kurz erklären. We are programmed that certain things grab our attention. Wir sind dazu programmiert, dass gewisse Dinge unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Three things in particular. Es gibt genau genommen sind es Loud noises, und es sind laute Geräusche, bright colors, helle Farben and quick movements. und schnelle Bewegungen. So, if I'm sitting here talking, Wenn ich nun hier sitze und zu euch spreche and over there, boom, a loud noise, und da drüben geschieht plötzlich ein lautes Geräusch and a pink mouse ran across the wall there, und eine rosa Maus würde hier entlang laufen, would you just stay watching me? würdet ihr dabei bleiben, auf mich zu schauen? You'd immediately turn and watch that mouse. Nein, ihr würdet euch dann hinüberdrehen und diese Maus anschauen. Why? Warum ist das so? Well, that's pretty interesting. Das ist interessant, eine interessante Frage. But there's a reason your head turned. Es gibt einen speziellen Grund dafür, warum euer Kopf sich gedreht hat. That was an involuntary response. Das war ganz einfach ein körperlicher Effekt. It made a loud noise, it was a bright color, and it moved quickly. Da war ein lautes Geräusch, helle Farben und es hat sich schnell bewegt. And without even thinking about it, you turned. Und ohne überhaupt nur darüber nachzudenken, hat sich euer Kopf hierüber gedreht. Eine unwillkürliche Bewegung, eine unwillkürliche Reaktion. We find the same thing. Now, let me even say this. It could be a brown mouse. Es wäre jetzt nicht so wichtig gewesen, es könnte auch eine braune Maus gewesen With sein. no loud noise. Und kein lautes Geräusch. Just a mouse ran across the wall really fast. Einfach nur eine Maus, die hier entlang läuft. Just that quick movement would make you turn. Nur diese schnelle Bewegung hätte dazu geführt, eure Aufmerksamkeit hier auf sich zu ziehen. The same thing in media. Dasselbe passiert bei den Medien. Plötzliche Nahaufnahmen, Schwenks und Zooms sind sehr wirksam. Now, these close-ups, pans, and zooms, this is part of any media. Every movie, every documentary out there.
Ja, also diese Nahaufnahmen, Schwenks und Zooms sind Teil eines jeden Films, einer jeden Dokumentation. Even good educational documentaries, this is how they're structured. Selbst gut strukturierte Dokumentationen benutzen dies, das ist Teil ihres Aufbaus, ihrer Struktur. So sind sie aufgebaut. Und diese Nahaufnahmen, Schwenks und Zooms setzen das Gehirn in einen Alarmmodus, weil sie das Reflexbedürfnis des Gehirns, sich einen berechenbaren persönlichen Freiraum zu bewahren, nicht respektieren. Und hervorstechende Merkmale wie leuchtende Farben, schnelle Bewegungen oder plötzliche Geräusche erregen schnell die Aufmerksamkeit, weil das Gehirn programmiert ist, extrem empfindlich zu reagieren auf Veränderungen, die mögliche Gefahren signalisieren. We're programmed Wir sind dazu programmiert, to pay attention to things that move quickly because we might need to jump out of the way. wir sind dazu programmiert, unsere Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die sich schnell bewegen, weil es ja sein könnte, dass wir zum Fenster springen müssen. You know, if you're walking down the street Weißt du, wenn wir jetzt die Straße hier hinuntergehen and you walk past a doorway, und wir kommen hier an einer Türschwelle vorbei and in that doorway was a dog, und in diesem Hof oder in dieser Tür wäre ein Hund and when you walk past, und wir gehen hier jetzt vorbei, that dog jumps out and growls and barks at you. würde dieser Hund jetzt herausspringen und uns anbellen. Now, do you just walk by and dog? Würden wir jetzt ruhig hier vorbeispazieren? No, you probably jump, you probably run, maybe you kick or you do something to defend yourself. Nein, das würden wir nicht. Wir würden jetzt entweder auf die Seite springen oder hintreten auf den Hund oder davonlaufen. We're Das ist das, was wir programmed. tun würden. Without even thinking about it, you react. So sind wir programmiert. Darüber brauchen wir gar nichts nachdenken. What happens though when we are watching something on the screen and this quick movement tells us to do something, but we don't do anything? So wie ist es nun, wenn wir vor dem Bildschirm sitzen, wo genau so etwas passiert und diese Reaktion im Körper ausgelöst wird, wir aber still sitzen bleiben. Diese sorgfältig ausgeklügelten Manipulationen trennen sozusagen die natürlichen Reaktionen von Gehirn und Körper. Obwohl die Aufmerksamkeit des Betrachters alarmiert wird, besteht doch keine Notwendigkeit einer körperlichen Reaktion. Der Impuls findet allerdings kein Ablassventil. You just sit there doing absolutely nothing. Du sitzt also hier und tust nichts. And your brain is saying, this is scary, do something. Denn unser Gehirn sagt uns aber, hier passiert etwas, du musst etwas tun. It obviously it affects adults, but it affects children even more. It's very confusing to the brain. Und es ist eindeutig und klar, dass das die Wirkung auf uns Erwachsene ist, aber noch viel mehr ist es bei den Kindern. Our seventh, Unser 7. Punkt führt zu einer neutralen Passivität des Nervensystems und setzt die Fähigkeit des Gehirns herab, sich aktiv auf eine Aufgabe zu konzentrieren. neural passivity, Neuronale Passivität. telling your brain to do nothing. Wir sagen unserem Gehirn nichts zu tun. 8, Nummer 8. Das Fernsehen hat eine hypnotische und möglicherweise neurologisch abhängig machende Wirkung auf das Gehirn, indem es die Frequenzen von elektrischen Impulsen auf eine solche Art und Weise verändert, dass aktive mentale Prozesse blockiert werden. notice she says hypnotic. Sie sagt hier hypnotische. What happens in hypnosis? Was passiert in einer Hypnose? Are you actively processing what is told you once you've reached hypnosis? No, you're not thinking. You just receive as truth, whatever gets given to you. Wird in einer solchen Hypnose hier aktiv verarbeitet, was uns suggeriert wird oder nicht? Nein, das wird es nicht. Hier wird einfach aufgenommen, hier wird auf passive Art und Weise aufgenommen, was dir erzählt wird. A great example of this from Dr. Medley. Ein spannendes Beispiel dafür von Dr. Medley. He gave how if you have someone watch maybe like a speaker
just giving a lecture about something. Und wenn du jetzt einen Sprecher dazu siehst, And if, wenn du einen Sprecher nur, once again, yeah, if you have someone watch a speaker giving a lecture about something. okay, wenn nun jemand ist, Video. wenn nun jemand da ist, der jemandem zuhört, der eine Ansprache hält, If they disagree with what the speaker is talking about, they'll argue with it. Even they'll just argue with the television. No, I don't think so. wenn die sich nicht einig sind mit der Information, die jetzt von diesem Sprecher kommen, dann argumentieren die normalerweise, und zwar in dem Fall mit ihrem Fernseher. But if you were to take the same content that the speaker gave, Wenn du nun allerdings denselben Inhalt nehmen würdest, den der Sprecher hier vorgebracht hat, put it in a movie style, like a documentary, or und, something like that, und ihn in einen Film oder eine Dokumentation einfügen würdest, have that person watch it, und diese Person das anschauen lassen würdest, they won't say a word of argument. dann würden diese kein Wort dazu sagen. Because the changes in the screen are hypnotizing the brain and they just accept it as truth. Und das liegt ganz einfach daran, weil diese Veränderungen im Bild das uns hypnotisieren und somit diese Reaktion ins Leere vielleicht. I should make another point here. You know, a lot of times when I present this, Wir wollen uns jetzt noch einen anderen Punkt anschauen. mothers will come up to me and say, "You just took away my best babysitter." Was ich sehr oft höre in meinen Präsentationen ist, dass am Ende die Mütter zu mir heraufkommen und sagen, du hast mir meinen besten Babysitter weggenommen. There's nothing that holds my child's attention like the iPad. Weil es nämlich nichts gibt, was die Aufmerksamkeit meines Kindes so sehr hält wie das iPad. I'm sure we've all seen it. Und ich bin mir sicher, wir haben das alle schon einmal gesehen. When I travel in airports, Wenn ich unterwegs bin, auf Flughäfen, wenn ich reise, you have a little toddler and they're crying and screaming about something. dann gibt es da sehr oft Kleinkinder und die schreien und bitten, sie schreien und rufen nach etwas. The mother can't keep them quiet. Und die Mutter versucht, sie ruhig zu stellen. So she takes her phone, Und sie macht das damit, indem sie ihr Telefon nimmt, gives it to the child, sie es ihrem Kind gibt hypnotized. und es ist hypnotisiert. No more crying. Kein Rufen, kein Schreien mehr. And so I say, yeah, it does keep your child's attention. There's no question about that. Und so sage ich zu ihr, ja, das ist richtig. Es packt die Aufmerksamkeit deines Kindes. It's designed to do that. Und es ist genau genommen dazu designt. Es ist dazu designt, genau das zu tun. And so just because it holds their attention, though, doesn't mean that it's good. Und alleine der Grund oder nur dieses Argument, dass es die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist kein gutes Argument oder ist kein guter Grund dafür. I want to make one final point, just very briefly, and then we'll close. Wir wollen uns nun noch einen letzten Punkt anschauen. Oh, sorry, that one should have been German. It's content. Hier haben wir den Inhalt. There we go. There's the German. Wir wollen uns noch den Inhalt bitten. You'll notice that all the points we've just made were independent of content. Ihr habt jetzt vielleicht festgestellt, dass all die Punkte, die wir hier erwähnt haben, unabhängig von deren Inhalt waren. You can watch good media Du kannst dir gute Medien ansehen and still get these negative effects. und immer noch diese negativen Effekte bekommen. Now, when we have bad content, we'll get all the effects even intensified. Wenn wir nun schlechten Inhalt haben, dann wird das Ganze noch schlimmer werden. Studies have found an average American child will do 200,000 violent acts and 16,000 murders by age 18. Studien haben gezeigt, das durchschnittliche amerikanische Kind sieht bis zum 18. Lebensjahr 200.000 Gewalttaten und 16.000 Morde. 2/3 aller Programme beinhalten Gewalt. Gewalt wird gewöhnlich mit Humor kombiniert und bleibt oft unbestraft. Gewalt wird häufig als eine Möglichkeit dargestellt, Gutes zu bewirken. Is this the message we want to send to children? No. Ist das die Botschaft, die wir unseren Kindern geben wollen?
Junge Kinder tun sich schwer damit, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. I was talking with a little 4-year-old a little while ago, Ich habe vor kurzem mit einem 4-Jährigen gesprochen and he was telling me about this strange animal, like beast or monster or something. und er hat mir hier erzählt über ein seltsames Monster, Tier. And I said, where are you getting this from? Und ich habe ihn gefragt, woher kommt das? Oh, it was in a video I was watching, he said. Und er sagte mir, ja, das gab es in einem Video, das ich mir angesehen habe. And I said, now you know that's not real. You know that's just pretend. Und ich sagte zu ihm, du weißt aber, dass es nicht echt ist, ja, das ist nur erfunden. And in his eagerness to agree with me, Und in seinem Willen, mir zuzustimmen, he said, oh yeah, I know it's not real. sagte er, ja, ich weiß, das ist nicht echt. And then he said, Aber dann sagte er, oh, but actually, I think that animal, that might be real. aber dann sagte er, weißt du, dieses Tier, ich denke doch, dass es echt sein könnte. As I talked with him, he actually didn't know whether it was real or not. Und so war es so, dass während ich mit ihm gesprochen hatte, wusste er nicht, ob es tatsächlich echt war oder nicht. Yeah. And children they can't differentiate. Und bei Kindern ist es so, sie können das nicht unterscheiden. It also desensitizes children. Kinder werden dadurch abgestumpft und desensibilisiert. Viewing violence can decrease willingness to help others in need. Das Anschauen von Gewaltszenen kann die Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen in Not mildern. So how's our scale? Wie sieht es nun aus auf unserer Waage? Tipping toward damages, right? Wir haben hier wieder I'm not ignoring the benefits. Ich will hier aber auch nicht die Nutzen ignorieren. I realize it's convenient, we're surrounded by it, it's part of our lives. Es ist ganz klar, dass es gemütlich ist, bequem ist. Wir sind davon umgeben. Wir können nicht davon weg. I'm glad we have media. Ich bin in der Tat froh darüber, dass wir die Medien haben. I'm using a PowerPoint right now. Und genau genommen benutze ich hier ein PowerPoint. But what's okay for adults is not necessarily okay for children. Aber was für Erwachsene okay ist, ist nicht gezwungenermaßen für Kinder in Ordnung. Media can be used as a tool and should be. Medien können und sollen als ein Werkzeug benutzt werden. Not as entertainment. Nicht als Unterhaltung. And definitely not as entertainment for children. Und definitiv nicht als Unterhaltung für Kinder. The point I'd like to make is that we've been uninformed. Und auf den Punkt, den ich heute kommen möchte, ist es zu sagen, wir sind uninformiert. So what decision are we going to make? Und welchen Rückschluss werden wir darauf ziehen? Welche Entscheidungen werden wir treffen? They did a study about media use and babies, and they talked to parents. Da gab es eine Studie über den Mediengebrauch von Babys, They found wo sie herausgefunden haben, dass obwohl 81% unserer Nutzer dachten, dass Kinder heute zu viel Zeit mit Smartgeräten verbringen, hat das die meisten trotzdem nicht davon abgehalten, ihre Babys damit zu unterhalten. Parents would say, I know it's bad. Und Eltern würden sagen, ich weiß, dass es schlecht ist. And yet they still used it Und to entertain the trotzdem children. wandten sie an. So the question is what are we going to do with the information? Are we just going to say, oh, that's good to know? Und die Frage ist nun die, was werden wir mit dieser Information anfangen? Or are we going to put it in practice? War es genug, sie heute zu hören, oder werden wir das in der Realität, in unserem Leben auch umsetzen? Now, of course, you can't just take the media away. Nun ist es so, dass wir die Medien nicht einfach nur wegnehmen können. You need to replace it with something better.
Wir müssen sie stattdessen mit etwas Besserem ersetzen. And I'm going to talk more about that in our third session, which will be next Wednesday. Und genau darüber möchte ich mehr sprechen im nächsten Teil, der am Mittwoch stattfinden wird. But first what we need to do, Also im dritten Teil, der dann im dritten Teil stattfinden wird. but first we need to look at educational media. Zuerst müssen wir uns aber bildende Medien anschauen. We're going to find some fascinating statistics. Dort werden wir ein paar faszinierende Statistiken sehen. School districts who have implemented educational media and are not benefiting from it. So sind es Schulen, die weit und breit diese Medien eingeführt haben, aber keinen Nutzen daraus ziehen, We'll learn about those keine Vorteile daraus ziehen. who are selling educational media and not letting their own children use media. Wir werden uns solche Personen anschauen, die genau solche Programme für Kinder entwickeln, Programme und Geräte für Kinder entwickeln, ihre eigenen Kinder davor aber diese nicht benutzen lassen. All that will be on Wednesday at 5 o'clock. Das Ganze wird am Mittwoch stattfinden um 5 Uhr. In the meantime, thank you for your time. In der Zwischenzeit Halb sieben. um halb 7. 18:30 Uhr. Different On time. Wednesday it's Sorry. 6:30. Okay. On Wednesday it's 6:30. Okay. Good to know. Halb In sieben. the meantime, there's DVDs on the back, on the table. In der Zwischenzeit habt ihr die Möglichkeit, euch hinten am Tisch DVDs anzuschauen. And if, by the way, if you didn't come with cash, I do take credit card. Und ich möchte noch bemerken, dass in dem Fall, dass ihr kein Bargeld einstecken habt, ich nehme auch Kreditkarten. This is how this organization, this ministry is funded, is selling these. Und genau das, der Verkauf dieser DVDs und Produktionen, ist die Art und Weise, wie das Ministry sich finanziert. And of course, we welcome donations also. Und auch Spenden sind herzlich willkommen. Something else. I don't remember. Anyway, thank you for your time. It's been a blessing, and we'll see you on Wednesday. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war ein Segen. Wir sehen uns hoffentlich wieder am Mittwoch.